Wenn Patrick Ovomoyela nachher nach Hause kommt und sagt, gewonnen habe ich nichts, aber Spaß hat's gemacht, dann hat alles so geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Damit ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge 1 gegen 1. Eins gegen 1, das Duell. Die neue Game Show. Jetzt im 1 gegen 1. André Hamann gegen Patrick Ovomoyela. Hier kommt unser Moderator, Florian Ambrosius. Cool, dass ihr dabei seid, denn in unserer Game Show geht es genau um nichts, außer um Spaß. Den wollen wir heute haben mit eben Borussia Dortmund-Legende Patrick Ovomoyela und mit Model André Hamann. Die zwei sind schon da. Moin ihr zwei, Moin. cool, dass ihr da seid. Vielen, vielen Dank für eure Zeit. André ist ja eher so eine ungewöhnliche Konstellation hier, ne? Aber wer dich mal bei Dancing on Ice gesehen hat, der weiß, du hast Bock auf Competition, oder? Ey, ich bin super froh, hier zu sein. Das ist ja auch irgendwo meine Heimat. Oberhausen ist ja gar nicht so weit, Ja. ne? Und Dortmund-Fan schon immer gewesen. Und freue mich heute einfach ein bisschen Spaß zu haben mit dir und wird, glaube ich, eine coole Sache. Ich glaube auch, das wird richtig gut. Ovo, kurze Frage an dich, keine Sorge, gehört noch zu keiner der Spielrunden. Sehr gut. Was meinst du, was hat Männermodel André Hamann mit Kommentatorenlegende Heiko Wasser gemeinsam? Im Bad kann es nicht sein, weil Heiko hat keinen. Musst du mir helfen. Heiko wird's wissen, Heiko, oder? Ja, ich denke, du spielst auf Hunde an, ne? Denn der André hat einen Weimaraner, der heißt Duplo und ich habe gleich 3. Im, Casey und Danny Boy. Da haben wir es gleich mal erledigt. Ich habe nur einen Beagle, also da hätte ich die Competition jetzt schon verloren. Aber auch wieder unten. Ja. Ne? Und die nächste Gemeinsamkeit. Ja, um ja. Hunde wird es heute nicht gehen, das kann ich euch schon mal versprechen. Wohl aber um euren Puls. Der ist nicht so ganz unwichtig hier bei uns, deswegen dürft ihr eure Smartwatches schon mal anlegen. Und während ihr das tut, ihr zwei, springen wir rüber in Spiel Nummer 1. Ihr könnt schon mal rüberkommen mit mir. Dieses Spiel heißt das langsamste Rennen der Welt. Ja, das wird ziemlich gut. Und zwar machen wir Folgendes. Ich sage euch zu Hause, wie es funktioniert, euch beiden natürlich auch. Eure Aufgabe wird es jetzt sein, fahrt mit unserem E-Scooter nacheinander im Slalom durch unseren Parcours. Ihr dürft dabei die Füße nicht absetzen. Und Achtung, wenn ihr zu langsam fahrt, der Start ist nicht unentscheidend, kann ich euch schon mal sagen, bleibt der E-Scooter stehen. Gewonnen hat, wer den Parcours am langsamsten durchfährt. Am langsamsten? Wir spielen 3 Runden, für jede gewonnene Runde gibt es einen Punkt. Ihr wollt wissen, wer anfängt, das klärt ihr ganz unprätentiös mal über ein schnelles Schnick, Schnack, Schnuck. Schnick, Schnack, Schnuck. Okay, Du fängst an. heißt, der André darf vorlegen. Bitte an die Startlinie. 3 Runden spielen wir. Auf mein Signal geht's los. 1 gegen 1. André Hamann gegen Ovo. Und ich freue mich total Ja, auf das, was jetzt hier passiert. Das langsamste Rennen der Welt startet jetzt. So 20 km/h könnte unser E-Scooter, aber wir wollen ja gar nicht so schnell. Wir wollen ja langsam, aber eben ohne abzusetzen. So, jetzt ist die Haarnadel. Das ist jetzt schwierig und jetzt muss er nämlich zwischen Schwarz und Blau. Das ist die tricky. Das war aber sehr gut gelöst. Und jetzt geht er runter. Das waren immerhin schon mal 17 Sekunden, aber leider ungültig. Heißt, Heiko, danke. Ovo, im Grunde musst du es nur über die durchbringen. Ziellinie Ja. Zeit ist jetzt egal. Nur in An- und Abfahren. Hast natürlich recht. Okay. Also rein dann, theoretisch darfst du jetzt auch schneller fahren, Ja, auch wenn ja, es das das- langsamste Rennen der Ich Welt musste ist. aber auch da langkommen. Ne? Ja. Guck, so, also, ich darf? Du darfst ab jetzt. Kommt er durch, macht Ja. er hier das 1-0. Der 350 Watt Motor ja pustet ganz schon schnell. ganz schön. Der pustet schon ganz schön. Und jetzt die enge Kurve. Und jetzt, ja, und, oh. 1:0 für Patrick Ovomoyela. Wie war denn die Zeit? Du bist jetzt 14 Sekunden gefahren, aber du musst jetzt natürlich auch anfangen, weil 10. sonst wäre Ich muss jetzt anfangen. es ja ungerecht. Ja. Ne? Also 1:0 Das für war richtig langsam. Genau, danke Heiko. Ich und musste damit Gas geben, gehen wir sonst hätte direkt ich Das war gleich Runde Geld 2. Der Ovo will das gute Gefühl natürlich mitnehmen. Nochmal dran denken, jetzt bitte langsam. Ja, Ja. Ovo legt vor, Runde 2 im langsamsten Rennen der Welt. Ab jetzt. Moment, er lacht schon. Lass die Finger von Ovomoyela. Lass Hör auf damit. die Finger von Ovomoyela. Komm zurück, Wer komm kann zurück. schon von sich behaupten, dass Fettes Brot einen Song über ihn gemacht Das hat? gibt's nicht. Und Das sag mal, macht war er grad richtig ein Ausflug gut, das ins macht er Kiesbett? richtig Ja. gut. Nein, Nee, guck mal. das war alles in Ordnung. Er darf die Streckenbegrenzung verlassen und wir sind bei Ja, 20. ich war drüber. Ich war drüber. Mein Hinterrad habe ich gezogen. War perfekt. aber- Sag doch mal die Zeit, Heiko. 20:3:2. 20:3:2 sind zu unterbieten. Aber jetzt bist du drin, ne? Jetzt habe ich raus. Jetzt hat er es raus. Aber hast du gesehen, Okay. Flo, wie das ganze Ding gewackelt hat, wie er einmal ganz kurz
kurz fast gestanden hat und dann ging es doch wieder nach vorne. Dann haben die 350 Watt gegriffen und dann schnurrte der SoFlo S06 wieder in die richtige Richtung. Als er hier oben aus der Haarnadel kam, Heiko, dachte ich, er wollte kurz zum Catering fahren. Ja, das ist... Sieht man mir das an, oder was? Das ist früh am Tag. Wir waren übrigens schon zusammen in Monaco, als der BVB Monaco gespielt hat. Und wir haben gemeinsam die komplette Rennstrecke einmal abgegangen zu Fuß mit den ganzen Gästen. Haben wir also auch noch eine kleine Stadtrundgang-Tour gemacht. Ich dachte, du sagst jetzt, wir haben die Strecke abgegessen. Weil wir haben uns ja auch in das ein oder andere Café gesetzt. Aber das ist ein anderes Thema. Mit E-Scootern seid ihr sie jedenfalls nicht abgefahren. Nee, das ist jetzt Andres Aufgabe in dieser Runde. 20-3-2 sind zu unterbieten. Ab jetzt. Zeit läuft für André Hamann. Unterbieten, Flo, ich korrigiere dich ja ungern. Wir arbeiten ja sehr gerne zusammen, aber du musst dann schon sagen, überbieten. Ne? Also weil wir wollen ja langsam fahren. Ne? Also er muss langsamer werden als 20-3-2. Ja! Und leider Gottes die Strecke. Schade. Schade aber auch. Aber wenn du ich mache es spannend. André, wenn du jetzt die letzte Schikane erwischt hättest, wärst du wahrscheinlich ziemlich zeitgleich mit Ovo über die Linie gekommen. Zeitgleich? Das war eng, ja? Das war ganz eng. Also wenn du auf der Strecke geblieben wärst, hättest du eine gute Chance gehabt, das Ding zu gewinnen. Stark. Also recht souveräne Runde, das hat Spaß gemacht. Heißt ein Punkt für dich nach dem langsamsten Rennen der Welt. Ich dachte, ich hätte jetzt den Tag gewonnen. Noch nicht, wir haben ja noch 2 Spielrunden vor uns, Ovo. In Spielrunde 2 gibt es 2 Punkte, das heißt, wir sind noch lange nicht am Ende hier. Und gehen mal direkt rüber, wo gehen wir denn hin? Wahrscheinlich dorthin, zu unserem nächsten Spiel. Ah, hier, Schätzen. Genau. So, könnt ihr euch ein bisschen ausruhen an der Stelle? Das hat ja schon den Puls ein bisschen hochgetrieben. Wo sind wir denn? Wollen wir mal gucken? Wie geht denn das hier? So, zeige ich dir. Wir swipen einmal hier rüber. Während ihr Puls guckt, kann ich noch mal sagen, dass unser E-Scooter übrigens Straßenzulassung hat. Das heißt, damit darf man auf den Straßen fahren. Übrigens sind gerade aktuell in Deutschland 30.000 E-Scooter schon zugelassen. Also, genau. Was hast du gehabt, Ovo? 86? 86, das sieht noch relativ entspannt aus. Ja, André ist nicht mehr am Leben offenbar. Nee, ich bin tot. Ja, checken wir gleich nochmal, ist auch kein Problem. So, hier seht ihr, was auf euch zukommt. Falls ihr noch nicht so genau wisst, was will der jetzt von uns, ich erkläre es euch ganz schnell. Nacheinander zeigen wir euch jetzt verschiedene Gegenstände. Das sind die, die hier auf dem Tisch liegen. Eure Aufgabe wird es sein, schätzt doch mal, was diese Gegenstände wiegen. Ja. Schreibt euren Tipp auf das Tablet. Das sind die Dinger hier vor euch. Und nach jeder Runde wird der Gegenstand gewogen. Wer mit seinem Tipp näher dran ist, bekommt einen Punkt. Tippt ihr beide zufällig das Gleiche oder liegt ihr beiden gleich weit auseinander, bekommt ihr beide einen Punkt. Gewonnen hat, wer nach unseren Gegenständen hier die meisten Punkte hat. Dürfen wir die Gegenstände anfassen? Auf keinen Fall. Ach so. Also wir müssen nicht mal rein optisch schätzen. Ja, toll, hier weißt du ja gar nichts. Das kann ja richtig schwer sein. Ja, auch das Ding kann ja, könnt ihr gerne noch Materialdiskussionen führen. Ne? mal sehen, was es da ist. Ihr bedürft es ja nicht berühren. Aber komm, dann lass es doch damit direkt anfangen, nämlich mit dem Rasenmäher-Gartenzwerg hier vom BVB. Schnappt euch schon mal eure Tablets. Das ist Willi, unser Platzwart, oder? Das ist so ein bisschen Ich glaube schon. Oder Heiko? Das ist doch der Willi, oder? Ja, wir haben vor allen Dingen das so ein bisschen bunt gemischt. Wir haben ein paar echte Produkte aus der BVB-Erlebniswelt oder aus der Fanwelt und wir haben natürlich auch diverse Sachen aus der 1&1-Welt. Ne? Also da sind schon aus der 1&1-Vorteilswelt, um es mal ganz genau zu sagen. Da gibt es natürlich auch den Scooter, den wir gerade gefahren sind und da gibt es zum Beispiel auch diese Drohne. Aber wir sind ja beim Rasenmäher. Ja, genau. Und der wird auch gefahren, an dieser Stelle zwar nicht, aber sieht zumindest so aus. Wir wollen wissen, wie schwer ist denn dieser Rasenmäher mitsamt Gartenzwerg? Was ist denn das? Plastik ist das. Das Plastik. Ich denke auch, das ist Plastik. Und das ist echt so ein bisschen gemein. Kleiner Tipp. Nee, das ist Holz. Ist das Holz? Ich glaube, der Typ ist Holz. Weiß ich nicht, oder? Könnte ein bisschen geschnitzt sein. So, habt ihr eure Tipps abgegeben? Nee, mal halt. Na, dann jetzt mal los. Okay. Was wiegt der Rasenmäher-Gartenzwerg? Und ich sag's euch ehrlich, ich hätte auch keine Ahnung. Das ist super schwierig. Ja, ich darf ja gucken, ne, André? Schreibt ihr das bis aufs Gramm wahrscheinlich, damit du absolut. Beim Stechen. Dann dürft ihr auch gesagt Kilo gesagt. Dann dürft ihr bitte euer Ergebnis jetzt hier mal in die Kamera zeigen.
Das ist so schwer. Ja, ich hab's Und schwer ich hüpfe einmal reingeschätzt. rüber. Also 420 Gramm bei André, beim Ovo sind es 193. Wir machen den Test. Ah, Ja, der ist schwer. Ja, Der ist okay. super schwer. Ist immer, Ja, wer das näher ist dran ist, wirklich oder? super schwer. Ja, das weiß ich Ist immer, wer näher dran ist. Ja, das ist ein Brett Fast hier. ein Kilo. 940 Darf ich den Gramm. jetzt mal anfassen? Ja, jetzt Nur um darfst du. auch mal die was ist, ja, okay, das ist ja wirklich Ist echt so schwer? Ja, Ui. das ist, okay. Jetzt, Na Heiko, vielleicht hätte der Gartenzwerg den beiden so ein bisschen auf die Sprünge helfen können. So ein Ding muss ja im Grunde schwer sein, damit draußen nichts passiert, damit das Teil nicht umfällt und, ne? Aber so ein knappes Kilo hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Nee, ja, aber deutlich Ja, aber es mehr. ist halt auch ein Qualitätsprodukt. Ne? Das stimmt. Das muss natürlich mal fairerweise sagen. Das ist jetzt nicht irgendwie so ein billiges Ding, wo du einmal mit dem Rasenmäher, mit dem echten Rasenmäher vorfährst und das Ding ist kaputt. Nein, der hält das schon durch. Heißt Punkt für André an dieser Stelle. Dann gehen wir mal auf das Teil hier, auf diesen Ball. Was mag der denn wiegen? Gleiches Material wie der Rasenmäher. Nur mehr Volumen, ne? Das ist wahrscheinlich so ein Kinderspielzeug, ne? Ist wahrscheinlich so ein Kinderspielzeug. Ich mach, Schwer, ne? Ah! mit Inhalt. Mit Inhalt. Euer Tipp bitte jetzt. So, jetzt sind die Väter im Vorteil. Wer schon mal so eine bist du Rassel Vater? oder Hast sowas du in der Nee, Hand hatte, ich hab ist im aber mal Vorteil. Ja, okay. Okay. Was wiegt so ein Teil? Ja. Seid ihr da? Okay, dann eure Ergebnisse bitte jetzt zeigen. 60 85, Gramm ja. bei Ovo, 85 bei Ich gehe André. davon aus, da Wir ist ein bisschen gucken. besser. 60 Ovo, 85. Ey, das hätte ich aber auch nicht gedacht. 106. Wahnsinn. 106 heißt, Punkt geht rüber zu André. Wie viele 2-0. Runden spielen wir denn? Alle Gegenstände. Achso. Alle Gegenstände. Okay. 7 Runden. Okay, dann wird es ein bisschen technisch. Wir gehen mal auf die Samsung Buds hier, inklusive Case. So sehen die Teile aus. Und wir wollen von euch wissen, wie schwer sind denn die Samsung Buds? Los geht's. Okay. Das war schnell hier. Wir hätten Sachen nehmen sollen, die der Ovo kennt, die er schon mal Das in hast der du Hand groß hatte. aufgeschrieben, ne? So, leg doch mal einen Fußball dahin. Ja, sowas. oder den Haben wir doch hier. DFB-Pokal oder die Meisterschale hat er alles gewonnen. Das Also war 11 Borussia oder 14 war- Kilo und so. Ja, da kennt man sich doch mit aus. Okay. Euer Ergebnis bitte jetzt. 175 Achso, zu ich dachte, du hast 72. auch Nee. erst 172. 175. Ja, ist das schon schwer. Doch, die sind schon schwer. So, ich glaube, der Ovo macht das Ding hier. Ja, 58 Gramm, die Samsung Buds. Damit Anschlusstreffer für Patrick Ovomoyela. Man muss es ja auch 2-1. spannend machen hier, ne? Dann gucken wir uns die Drohne an, wenn wir schon mal technisch unterwegs sind. Ich glaube nicht, dass die Drohne schwerer ist. als Moment, das. welche ist denn das? Akku ist drin. Ah, mit Akku. Okay, das ist schon mal gut. Das ist die Mini-Drohne, das musst du dazu wissen natürlich. Ne? Mavic Air irgendwas oder so. DJI Mavic Mini, genau. Mini, Mhm. Mavic Mini. Okay. Akku ist drin. Und die ist noch jungfräulich, das heißt, die ist noch nicht irgendwo gelandet, eventuell im Dreck, was hier vielleicht noch 7 oder 8 Gramm dazu gebracht hätte. Komm, Ne? nicht schummeln hier. Achso, ich wollte nicht bei dir gucken. Guck mal, man kann nichts gewinnen und trotzdem ist der Ehrgeiz da. Das ist das Schöne an unserem Spiel 1 gegen 1. Ich bin soweit. Was ist denn, wenn man genau trifft? Gibt es dann einen Zusatzpunkt? Ich frage Ja, du hast das Ding bestimmt gestern bestellt, oder Heiko, wenn hier ein richtiger Experte unterwegs ist, ja, und der genau trifft, was machen wir dann? Schnellrunde, da hat er gewonnen. Dann kriegt er von dir hinterher noch ein Autogramm. Bin ich jetzt nicht dagegen ungefähr. Okay, euer Ergebnis bitte jetzt. Oh, das ist jetzt spannend. 249 bei André, Und 300. 300 bei Ovo. Ey, super. Wir gucken. Mach mich nicht schwach. Nee! Hast du falsch geguckt? 2 Gramm, 2 Gramm Nee, dran vorbei. er 3 pendelt, Gramm. er pendelt. 200. Ja, okay. 253 Gramm. Wahnsinn. Das Ja? hat er doch Als hättest du es geahnt. Ja, hättest du du geahnt, oder? Du hast das Ding bestimmt gekauft. Okay, Gestern also, und dein Punkt an dieser Stelle nicht so schlecht. Nicht so schlecht. Jetzt komme ich ins Schwitzen. Okay, bist du schon mal Drohne geflogen? Ich habe selber eine Drohne, ja, aber Okay. die kleine leider nicht. Okay. Also, da kennt sich jemand offenbar richtig gut aus. Eine Mini-Spielerfigur haben wir ja noch von Mats, ne? Von ei. Mats Hummels. Und das ist echt tricky. Das wüsste ich jetzt auch nicht. Guck, Was? Welches Guckt Material ihr euch ist? den Mats an? Ich sag euch mal, dass es in der 1&1 Vorteilswelt diese Drohne auf Wunsch dazu gibt. Entweder wenn man die 1&1 AllNet Flat bucht oder wenn man sich einen 1&1 Highspeed DSL Tarif verschafft. Also dafür Was? gibt es Also, diese das- Spielereien das ist schwer, das auf ist kein Wunsch Plastik. dazu. Kennst du die Dinger nicht? Nee. Okay.
aber ich frage mich, also das ist jetzt nicht, weil es gibt ja hier diese für Kinder so Tonis, die haben noch einen Magneten unten drin und die haben noch... Das ist doch leicht. Also das Ding hier ist ohne Magnet, zumindest Der steuert auch nicht irgendwie eine Das, was Musikbox. Ja, okay, Ne? ich schreibe mal auf. Okay, ich hab was. sagen kann. Ich hab was. Und so ganz schwer das Teil auch nicht. Okay. Mathe ist schwerer, sagen wir so. Okay. Davon ist aus. Davon ist Ja, aus. das- Muss man das sagen. ist aber Okay, vielleicht- eure Ergebnisse bitte. 8 Gramm bei Ovo, 36 Gramm bei André. Ich muss ja, also näher dran zählen, nicht drüber Näher oder dran drunter. zählen. Okay. Näher dran. Man darf überbieten. Ja, man darf überwinden. Ha, Krass. Guck mal, auch so nah dran hier. Ja, 9. 9. Was hast du 10. geschrieben? Ja. Ich habe 8 geschrieben. Wahnsinn. Also 11, 3 Boah, ich danach. bin da nicht gut. Okay. Punkt für Ovo, 3:2 für André. 2 Items haben wir hier noch. Also Da wenn er jetzt wäre- gewinnt, hat er gewonnen, ne? Ja. Genau, Ja. du kannst das Ding jetzt zumachen hier. Was haben wir da noch? Die Nintendo Switch Lite. Und um Light. den Druck ein bisschen zu erhöhen, in der zweiten Spielrunde spielen wir um 2 Ja. Punkte. Das heißt, man kann also hier doppelt so viel holen wie gerade beim Scooter. Ovo führt 1:0 nach Spielrunde 1. Was nehmen wir? Jetzt sieht es gerade nicht so gut aus. Wir nehmen die Switch Lite. Mein Die Sohn- heißt wirklich so. Was das fürs Gewicht bedeutet, müsst ihr Mit entscheiden. Spiel drin oder ohne? Kein Spiel drin. Ach so, wie das jetzt ist, ne? Kein Spiel drin, ich guck mal. Aber gibt's gar nicht bei der Ding. Weil ich weiß ja, mein Sohn hat die normale, deswegen. Der wüsste das sofort wahrscheinlich. Ovo, wenn du eins runtergeladen hast, wird es dann schwerer? Kein Spiel Muss drin. ja, sind mehr Daten drauf. Ist wahrscheinlich nur schwer messbar. Schwerer dann, ne? Datenvolumen. So, eine also, gute Frage. euer Tipp bitte jetzt. Das so, leicht ist, ne? Okay. Name ist natürlich Programm Lite, Heiko, aber was das fürs Gewicht im Einzelnen bedeutet, könnte ich jetzt auch nicht sagen. Okay. Schreibst du schon auf? Ja, ja, der Ovo hat schon eine Idee. Ja. Ovo muss sich mit Light und diesen Sachen Okay. sehr gut auskennen, weil er ist ja Markenbotschafter für den BVB und da vorzugsweise in den USA unterwegs. Und das ist ja stimmt, alles Light, Light. Ne? Aber das ist ist alles Light Bier, Light. wofür ich mich da engagiere. Nein. Okay, also, wir gucken mal drauf und das könnte echt eine enge Kiste hier werden. Zeigt mal eure Ergebnisse. 190 bei André, ja. 167 Ich war mir nicht so bei sicher wegen der Ovo. Drohne. So, Ich und denke, jetzt- es ist sogar ein bisschen schwerer als die Drohne. Das ist schwerer. Ja, Ja. okay. So, damit haben wir einen Gewinner nach Runde 2. 4:2 für André. Heißt für den Gesamtstand jetzt 2:1 für dich. Es bleibt spannend. 3-mal dürft ihr raten, wie viele Punkte es in Spielrunde 3 gibt. Natürlich 3. Wir spielen Paper Toss. Cooles Spiel, richtig spannend und ich weiß, Ovo, du bist begeisterter Basketballer. Hat damit aber gar nichts zu tun, Hat außer damit dass gar nichts zu tun, weil in der Regel auf dem Basketballplatz der Korb sich nicht bewegt. Ne? Richtig. Ja, so, okay. Das ist eine Sache. Das Ding hier heißt Paper Toss und zwar aus folgendem Grund. Unser Staubsauger-Roboter, der fährt gleich mit dem Papierkorb hier oben Huckepack über dieses Spielfeld hier, über unsere Spielfläche. Mal ist der Roboter näher an eurer Markierung, mal ist er weiter weg. Und eure Aufgabe wird es sein, die Papierblätter hier rechts und links von euch. Ovo kommt übrigens auf diese Seite, bitte. Achso. Du bist Ich muss hier blau drüben. anfassen, echt? Nehmen wir immer Du nur ein bist- Blatt? Ich habe keine Ahnung, jetzt hören wir ja jetzt. Naja, auch das ist natürlich von Taktik geprägt, das Ding hier gleich. Ne? Eure Aufgabe wird es gleich sein, die zerknüllten Papierblätter in den Papierkorb zu befördern. Und jetzt kommt's. Der hat geredet. Guck mal, Ja, der redet der sogar fängt mit jetzt schon an. Was Ja. ist denn jetzt los? 3 Treffer und das Spiel ist vorbei. Aber wer zuerst 3 Treffer hat. Ihr werft durcheinander, so wie ihr wollt. Die ersten 3 Treffer entscheiden. Ja? Wer 3 Treffer macht, ist... Aber wenn es losgeht, geht los, knüllen Wenn und auf dann... los geht's los, 3 Treffer und das Ding ist vorbei. Und Ovo, Okay. du warst ja Abwehrspieler. Du darfst natürlich auch, Mit Körpereinsatz? Du oder? darfst, Nee, du, nein, Körpereinsatz aber bitte nicht. du darfst zum Beispiel mit deiner Papierkugel auch im Flug eine Papierkugel von André wegkitschen und im Idealfall springt deine dann noch in den Eimer. Hör mal, wenn ich so gut treffen könnte, dann brauche ich auch seine Kugel nicht aus der Luft schießen. Dann wirf ich 3-mal rein und fertig. Also, naja, wir werden sehen. Also, 2:1 steht's nach 2 Spielrunden für André. Hier entscheidet sich jetzt alles. Ah, das ist das letzte Spiel? Letztes Spiel. Jetzt geht's. Okay. Okay. 3 Treffer und das Ding ist vorbei. Auf die Plätze, fertig und gib ihm. Los. So, jetzt schauen wir mal. Knuddeln erstmal wird sofort geworfen und der war gar nicht so schlecht. Wir haben auch schon die Strategie gesehen, dass einige sich erstmal Munition zusammengebaut haben, damit sie dann hinterher ein paar hintereinander werfen konnten. Übrigens, der Roborock S6 Max V, der hier fährt, ist natürlich die beste Variante, die es im Moment gibt.
in Sachen, Ja, ist der erste. 1:9 und aber rein und raus. fast der Ausgleich. Jetzt muss ich mich spucken. Am Ring gescheitert. 1:0 Schade, noch für mal am Ring. André Das gibt's doch Hamann. nicht. Das ist ja unfair. Normalerweise macht dieser Roboter natürlich wartet alles von so. allein. Der hat ja 2 Kameras, der kann sehen, wo er hinfährt. Wir müssen ihn natürlich so ein bisschen steuern. Ja, easy. 1:1, das war natürlich ein leichter Korbleger für Patrick Ovomoyela. Nein! Da, doch, der war Treffer drin. bei Ovo. 2:1, der war drin. 2:1, Er jetzt macht er sagt, ihn zu. sagt Ja. nein und dann Feierabend. macht er den dritten direkt hinterher. Grandios. Doppelschlag innerhalb von 0,7 Sekunden. Super spannend. 2 Treffer. Und das mit blauem Papier, ne? Das ist eigentlich eine Frechheit, aber weil unser Sponsor ja das auch im Logo hat, ist das akzeptiere Ist ich das das dann mal. okay? Ja. Okay. Aber das war natürlich der Grund, warum da so ein paar am Anfang irgendwie nur auf den Ring gingen. Ne? Genau, abschließend gucken wir nochmal auf den Puls. Ja, 107 ist schon Ja, hochgegangen. ja. Ach, ich schwitze auch. Bei André ist immer noch nichts. Wir werden das im Nachgang nochmal testen. Was? Du musst da raus. Ja. Ja? Nee. Aber André, hier du ist bist doch aus. Sportler. Irgendwas ist aus. Du bist doch Sportler. Sag mal Gefühl. Energie. 134. Nee. Aus. 134? Energiesparen. Aus. Ah. Siehst du? Guck mal, da ist er doch. Ja, ist Er muss 1:1. Ich gehe davon aus, der André wird die Uhr noch ein bisschen tunen, jetzt. damit sie Da. zu seiner, Und jetzt So. schieben nach links. zu seiner eigenen Schmuckkollektion Noch mal, passt. Noch. Und noch. Und warte, Da. jetzt warten. 130! 130. Wie war deine? 107. 107! Okay. Aber ich schwitze Kommt, dafür. Jungs, wir gehen rüber und wir haben nach Spielrunde 3 einen verdienten Sieger. Und ich habe es ja eingangs gesagt und Heiko weiß das auch, bei uns geht es um gar nichts, es geht nur um Spaß. 4:2 am Ende für Patrick Ovomoyela und ein bisschen cool findet das schon. Wer hier sagt, es geht um gar nichts, der hat die Welt nicht verstanden. So ist es. ne? Das Nein, ist Patrick, Ovo, wir machen das. Du hast so grandios gespielt. Du darfst den Mats mitnehmen. Wo ist er denn? Da. Mal, Moment. Da ist das Ding. Da ist das. Da Ding. ist er! Das Ding, da ist er! So, danke, dass ihr Ja. heute mitgemacht habt. Es hat viel Spaß gemacht. Kommt gerne wieder bei Gelegenheit, dann zocken wir noch eine Runde. Jederzeit. Patrick Ovomoyela, André Hamann, danke für eure Zeit. Danke, dass ihr dabei wart. Bis dann. Ciao.